Man sagt, Geografie sei Schicksal. Kein politisches System, keine Armee und keine Ideologie kann sich dauerhaft gegen die Regeln der Landkarte durchsetzen. Berge, Wüsten, Flüsse und Meere entscheiden oft über Aufstieg und Fall ganzer Imperien. Und wenn wir heute auf China blicken, sehen wir auf den ersten Blick eine scheinbar unaufhaltsame Supermacht. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, eine Industrienation, die Fabriken, Häfen und Hochgeschwindigkeitszüge in einem Tempo baut, das viele Länder sprachlos macht. Eine Nation mit fast 1,5 Milliarden Menschen und globalen Ambitionen. Doch wer die politische Landkarte ausblendet und stattdessen nur die physische Geografie betrachtet, erkennt etwas Überraschendes. China sitzt in einem Gefängnis. Nicht in einem politischen Gefängnis, nicht in einem wirtschaftlichen Gefängnis, sondern in einem Gefängnis aus Bergen, Ozeanen und strategischen Engpässen. Ein Gefängnis, das die Natur selbst geschaffen hat. Und genau dieses geografische Gefängnis erklärt, warum China heute aggressiver im Pazifik auftritt. Warum es Milliarden in Afrika investiert und warum die Spannungen rund um Taiwan und das südchinesische Meer zu den gefährlichsten Konflikten unserer Zeit gehören. Hier zeigen wir euch Chinas natürlichen Kampf ums Überleben. Willkommen bei Knowledge Beyond. Im Süden und Westen Chinas erhebt sich eine der gewaltigsten Naturbarrieren unseres Planeten, der Himalaya. Die höchsten Berge der Erde bilden eine natürliche Festung zwischen China und Indien. Seit Jahrhunderten macht dieses Gebirge groß angelegte Invasionen nahezu unmöglich. Für China ist das ein enormer strategischer Vorteil. Kein feindliches Heer kann einfach über diese gigantische Gebirgsmauer marschieren. Doch jeder Schutzwall hat seinen Preis. Denn dieselben Berge, die China schützen, isolieren das Land auch von seinem südlichen Umfeld. Zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Staaten der Erde liegt eine natürliche Barriere, die Handel, Infrastruktur und militärische Bewegungen massiv erschwert. Dazwischen befindet sich Nepal, ein kleiner Staat, eingeklemmt zwischen zwei Giganten. Doch geopolitisch ist Nepal längst zu einem wichtigen Spielfeld geworden. China investiert dort Milliarden in Straßen, Eisenbahnen und Infrastrukturprojekte im Rahmen seiner neuen Seidenstraße. Offiziell geht es um Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Inoffiziell verfolgt Peking ein klares Ziel: den Einfluss Indiens einzudämmen und einen strategischen Pufferstaat enger an sich zu binden. Denn obwohl der Himalaya beide Mächte trennt, verschwinden die Spannungen nicht. Ganz im Gegenteil. In der Region Ladakh kommt es seit Jahren zu militärischen Konfrontationen, Truppenaufmärschen und einem Wettlauf beim Ausbau von Straßen, Flugplätzen und Verteidigungsanlagen. Die Grenze zwischen China und Indien gehört heute zu den am stärksten militarisierten Gebieten der Welt. Noch interessanter wird der Blick nach Norden. Dort liegt die Mongolei. Ein riesiges Land mit einer kleinen Bevölkerung. Geografisch fungiert sie als klassischer Pufferstaat zwischen China und Russland. Für Peking stellt die Mongolei heute kaum eine ernsthafte Bedrohung dar. Sie ist gewissermaßen eine weite, leere Sicherheitszone. Entscheidend ist jedoch die Grenze zu Russland. Historisch betrachtet war diese Grenze alles andere als friedlich. Während des Kalten Krieges standen sich die beiden kommunistischen Mächte teilweise feindseliger gegenüber als die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten. Grenzkonflikte, Misstrauen und gegenseitige Aufrüstung prägten jahrzehntelang die Beziehung. Heute hat sich das Kräfteverhältnis dramatisch verändert. Durch westliche Sanktionen und die geopolitische Isolation Moskaus ist Russland zunehmend von China abhängig geworden. Die Rollen haben sich umgekehrt. Während Russland einst der große Bruder war, ist es heute in vielen Bereichen zum Juniorpartner Pekings geworden. Für China bedeutet das einen gewaltigen strategischen Gewinn. Die nördliche Grenze gilt inzwischen als die sicherste Flanke des Landes. Gleichzeitig fließen über Pipelines und Landverbindungen enorme Mengen russischen Öls und Erdgases direkt nach China. Anders als Tanker auf hoher See können diese Lieferungen kaum durch fremde Marinen blockiert werden. Für Peking ist diese Partnerschaft deshalb weit mehr
als nur ein wirtschaftliches Geschäft. Sie ist eine geopolitische Lebensversicherung. Doch die eigentliche Schwachstelle Chinas liegt nicht an Land. Sie liegt auf dem Meer. Wenn man auf eine Karte Ostasiens blickt, erkennt man ein Muster, das für Chinas Strategen beinahe albtraumhaft wirken muss. Entlang der chinesischen Küste verläuft eine Kette von Inseln. Sie beginnt im Norden bei Japan, führt über Okinawa, Taiwan und die Philippinen bis weit in den Süden hinein. Geopolitische Analysten nennen dieses System die erste Inselkette. Für die Vereinigten Staaten ist sie ein strategischer Schutzwall. Für China ist sie ein Käfig. Denn Chinas Wirtschaft lebt vom Handel. Das Land exportiert Waren in alle Welt und importiert gleichzeitig riesige Mengen an Energie, Rohstoffen und Nahrungsmitteln. Ein Großteil dieser Ströme bewegt sich über den Seeweg. Sollte es den USA und ihren Verbündeten jemals gelingen, diese Inselkette effektiv zu kontrollieren und die Zugänge zum Pazifik zu schließen, stünde Chinas Wirtschaftsmodell vor einer existenziellen Krise. Genau deshalb nimmt Taiwan in Pekings Denken eine so zentrale Rolle ein. Für viele Menschen ist Taiwan vor allem ein politischer Konflikt. Für Chinas Strategen ist die Insel jedoch weit mehr als das. Taiwan ist das Vorhängeschloss des geografischen Gefängnisses. Solange Taiwan außerhalb chinesischer Kontrolle bleibt und eng mit den Vereinigten Staaten kooperiert, bleibt die chinesische Marine in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Sollte Peking die Insel hingegen kontrollieren, würde sich die strategische Lage grundlegend verändern. China hätte einen wesentlich freieren Zugang zum offenen Pazifik und könnte die amerikanische Eindämmungsstrategie teilweise durchbrechen. Deshalb betrachten viele Experten die Taiwan-Frage nicht nur als ideologischen Streit oder als historische Angelegenheit. Sie ist ein Kernstück von Chinas langfristigem Versuch, seine geografischen Fesseln zu sprengen. Doch Taiwan ist nicht der einzige Brennpunkt. Weiter südlich brodelt ein Konflikt, der oft weniger Aufmerksamkeit erhält, aber möglicherweise genauso gefährlich ist: das Südchinesische Meer. Hier beansprucht China große Teile eines Meeresgebiets, durch das jedes Jahr Handelsströme im Wert von Billionen Dollar verlaufen. Mehrere Staaten widersprechen diesen Ansprüchen, darunter Vietnam, Malaysia und insbesondere die Philippinen. In den vergangenen Jahren haben sich die Spannungen deutlich verschärft. Immer wieder kam es rund um das Second Thomas Shoal zu gefährlichen Zwischenfällen. Chinesische Küstenwachschiffe setzten Wasserkanonen gegen philippinische Versorgungsschiffe ein. Es gab riskante Manöver, Kollisionen und gegenseitige Vorwürfe. Jeder dieser Vorfälle mag auf den ersten Blick klein erscheinen. Doch geopolitisch handelt es sich um Funken in einem Pulverfass. Denn die Philippinen verfügen über ein gegenseitiges Beistandsabkommen mit den Vereinigten Staaten. Sollte es zu einem schweren militärischen Zwischenfall kommen, könnte Washington direkt in einen Konflikt hineingezogen werden. Und genau deshalb beobachten Militärplaner weltweit diese Region mit äußerster Nervosität. Denn hier treffen die strategischen Interessen der beiden mächtigsten Staaten der Erde unmittelbar aufeinander. Doch selbst wenn China morgen freien Zugang zum Pazifik hätte, bliebe ein weiteres Problem bestehen. Ein Problem, das tief im Inneren des Landes liegt. China muss rund 1,4 Milliarden Menschen ernähren. Das klingt selbstverständlich. Doch geografisch betrachtet ist es eine enorme Herausforderung. Nur ein vergleichsweise kleiner Teil der chinesischen Landfläche eignet sich überhaupt für intensive Landwirtschaft. Große Regionen bestehen aus Wüsten, Gebirgen oder schwer nutzbaren Landschaften. Andere Gebiete leiden unter Wasserknappheit, Bodendegradation oder den Folgen jahrzehntelanger Industrialisierung. Gleichzeitig besitzt China nur einen relativ kleinen Anteil der weltweiten landwirtschaftlich nutzbaren Flächen, muss aber einen erheblichen Teil der Weltbevölkerung versorgen. Das Ergebnis ist eine strukturelle Abhängigkeit von Importen. China importiert riesige Mengen an Sojabohnen, Getreide, Futtermitteln und anderen Agrarprodukten. Und auch bei vielen strategischen Rohstoffen zeigt sich ein ähnliches Bild. Die moderne chinesische Technologieindustrie benötigt Lithium, Kobalt,
Kupfer, seltene Rohstoffe und zahlreiche weitere Ressourcen, die innerhalb Chinas nicht ausreichend vorhanden sind. Damit wird klar, selbst wenn das Land militärisch stark ist, bleibt es wirtschaftlich von Ressourcen abhängig, die außerhalb seiner Grenzen liegen. Und genau hier beginnt die vielleicht wichtigste geopolitische Geschichte des 21. Jahrhunderts. Denn China hat erkannt, dass es seine Geografie nicht verändern kann. Es kann keine Berge versetzen. Es kann keine Inselketten verschwinden lassen. Es kann den Pazifik nicht neu zeichnen. Also hat Peking beschlossen, das Spielfeld zu vergrößern. Und dieses Spielfeld heißt Afrika. Während sich die Aufmerksamkeit vieler Medien auf Taiwan oder das südchinesische Meer richtet, hat China in den vergangenen Jahrzehnten ein riesiges Netzwerk wirtschaftlicher und strategischer Beziehungen auf dem afrikanischen Kontinent aufgebaut. In mehreren afrikanischen Staaten wurden große Agrarprojekte entwickelt. Landwirtschaftliche Flächen werden langfristig gepachtet oder gemeinsam bewirtschaftet. Länder wie Tansania oder Mosambik spielen dabei eine wichtige Rolle. Das Ziel ist klar: die Versorgungssicherheit für China langfristig zu erhöhen. Noch wichtiger sind jedoch die Rohstoffe. Im Kongo liegen einige der größten Kobaltreserven der Welt. In Sambia befinden sich bedeutende Kupfer- und andere Mineralvorkommen. Diese Rohstoffe sind das Fundament moderner Batterien, Elektrofahrzeuge, Smartphones und Hochtechnologien. Wer die Lieferketten kontrolliert, kontrolliert die industrielle Zukunft. Deshalb investieren chinesische Unternehmen Milliarden in Bergwerke, Raffinerien und Infrastrukturprojekte auf dem gesamten Kontinent. Doch der eigentliche geopolitische Geniestreich liegt in der Logistik. China baut Häfen. Viele Häfen. Von der Ostküste Afrikas bis zum Horn von Afrika entstanden in den vergangenen Jahren gigantische Hafenanlagen, Straßen und Eisenbahnverbindungen. In Djibouti betreibt China zudem seine erste offizielle Militärbasis im Ausland. Warum ist das so wichtig? Weil dadurch alternative Versorgungswege entstehen. Rohstoffe können aus Afrika über den Indischen Ozean transportiert werden. Von dort gelangen sie nach Pakistan oder Myanmar. Anschließend führen Straßen, Pipelines und Eisenbahntrassen direkt ins chinesische Kernland. Je stärker diese Verbindungen werden, desto geringer wird Chinas Abhängigkeit von den maritimen Engpässen im Pazifik. Aus chinesischer Sicht ist das kein Imperialismus. Es ist Risikomanagement auf globaler Ebene. Natürlich gibt es erhebliche Kritik. Westliche Beobachter sprechen häufig von Schuldenfallen, geopolitischer Einflussnahme oder einer neuen Form des Kolonialismus. Kritiker argumentieren, China schaffe wirtschaftliche Abhängigkeiten und sichere sich strategische Vorteile auf Kosten ärmerer Staaten. Viele afrikanische Regierungen sehen die Lage jedoch differenzierter. Sie verweisen darauf, dass chinesische Investitionen oft dort stattfinden, wo westliche Akteure jahrzehntelang wenig Interesse gezeigt haben. Straßen, Eisenbahnen, Kraftwerke und Häfen sind sichtbare Ergebnisse dieser Zusammenarbeit. Für zahlreiche Staaten zählt vor allem, dass Infrastruktur gebaut wird und Kapital ins Land fließt. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen diesen beiden Perspektiven. Doch unabhängig von der moralischen Bewertung bleibt die strategische Logik beeindruckend klar. China versucht nicht nur, seine Wirtschaft auszubauen. China versucht, seine Geografie zu überwinden. Und damit schließt sich der Kreis. Das aggressive Auftreten im südchinesischen Meer, die Entschlossenheit in der Taiwan-Frage, die enge Partnerschaft mit Russland, die Milliardeninvestitionen in Afrika. All diese Entwicklungen wirken auf den ersten Blick wie einzelne geopolitische Projekte. In Wirklichkeit sind sie Teil derselben Geschichte. Die Geschichte einer Supermacht, die gegen die Grenzen ihrer eigenen Geografie kämpft. Denn China ist gleichzeitig unglaublich stark und erstaunlich verwundbar. Es verfügt über gewaltige wirtschaftliche Macht, sitzt aber hinter einer Inselkette fest. Es besitzt riesige Industriezentren, ist jedoch auf ausländische Rohstoffe angewiesen. Es hat eine der größten Armeen der Welt, kann aber seine geografischen Schwächen nicht einfach wegbomben.
Vielleicht erleben wir deshalb heute keinen klassischen Kampf zwischen Ideologien. Vielleicht erleben wir etwas viel Grundlegenderes. Den Versuch einer eingesperrten Supermacht, aus ihrem geografischen Gefängnis auszubrechen. Und genau deshalb könnten die Entscheidungen der kommenden Jahre nicht nur über Chinas Zukunft entscheiden, sondern über die Zukunft der gesamten Weltordnung. Wird es China gelingen, die Natur zu besiegen und seine geografischen Fesseln zu sprengen? Oder wird der strategische Würgegriff der USA und ihrer Verbündeten am Ende stärker sein? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Wenn euch das Finale unserer China-Trilogie gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert Knowledge Beyond, damit ihr keine zukünftigen geopolitischen Analysen verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.